Hallo, sei gegrüßt. In diesem Video wollen wir uns mal das Schrotgewehr Hauer vornehmen. Wie du siehst, sie liegt bei mir auf Platz 1. Ja, die schnappe ich seit ich dieses Spiel begonnen habe mit und ich finde, das ist eine gute Waffe. Aber bevor wir anfangen, schauen wir uns mal an, was sie im Rohzustand drauf hat. Who goes the boomstick? Looks like this isn't your decade. Pull yourself together, man. So, jetzt haben wir uns angesehen, was unser Schrotgewehr im Rohzustand bringt. Dann wollen wir mal anfangen, die ein bisschen aufzupeppen, ne? Ich sehe es ja so, ein Schrotgewehr ist zwar eine Fernkampfwaffe, aber zur Hälfte auch eine Nahkampfwaffe. Da man ja doch ein bisschen dichter ran muss. Zwar hat sie einen Streufaktor, den man auch nicht ganz verwerfen kann, aber trotz alledem müssen wir schon ein bisschen dichter ran. Ja, wie ein MG, Raketenwerfer, Butzi oder sonst was. Keine Ahnung. Deswegen lege ich da ja auch Eis auf. Ich finde, bei Nahkampfwaffen, bei Fernkampfwaffen, wo man dichter ran muss, ist Eis ganz okay. Gehen wir rein, ne? Hier haben wir wieder ein paar neue jetzt bekommen. Gut, weg damit. So, Elementar. Erstmal müssen wir natürlich schauen, wir sind Stufe 41. Alles Roger. Also brauchen wir Stufe 41 Maximum, um das jetzt ein bisschen realistisch zu gestalten. Und zwar Eis. Was haben wir denn Eis? Das ist alles so hoch. 43, 41. Ja, Schaden als Eis. Gut, bringt was. In Eis umgewandelter Schaden 24%. Wären wir hier schon bei 41%, wa? Aber was wollen wir? Wir wollen die hier einfrieren, eine Chance auf Einfrieren. Das ist ja besser, damit sie näher schön zersplittern, wenn man nochmal rausschießt. Also gucken wir mal weiter hier. Schaden als Eis. Umgewandelte Schaden. Gut. Der hat ein bisschen weniger, aber siehst, 38 ist, wirkt sich gleich ganz anders aus, ne? So, weiter. Frosteffekt. Das ist doch, was wir wollen. Ich finde, das ist immer gut. Anfälligkeit für Einfriereffekt. Also er ist um 33% anfälliger fürs Einfrieren, als wenn er diese, ich sag mal, Eigenschaft, Affinität nicht drin hat. Schaden als Eis, 10%. Ist hier zwar nur 16, aber wir wollen doch Eisschaden. Wir wollen keinen Kaugummi oder sonst was. Wir legen den erstmal auf. Das wäre jetzt Stufe 37. Ich glaube, dann können wir hier bei den gelben auch rausgehen. Ne, der ist jetzt hier drauf. Ja gut, wenn es was... Ja, 33% macht schon was aus, möchte ich sagen. So, jetzt zeigt er uns ja nur Eis an, da wir ja Eis aufgelegt haben einmal. 8,1. Ja... 11, 21, aber hier muss was passieren. Einfrieren jetzt und Anfälligkeit. Das wollen wir jetzt haben. 42 nicht, wir sind Level 41. Also hier haben wir doch schon mal den richtigen. Gucke doch mal, was wir jetzt hier draus zaubern.
Der passt, oder? Siehst du auch so, ne? Chance auf Einfrieren. Nochmal 17%. Da ist er, 17. 17% haben wir jetzt die Chance, dass er einfriert. Frosteffekt in Eis umgewandelt. Frosteffekt heißt ja Anfälligkeit für Einfriereffekt, ne? Jetzt hat er 64% Chance, dass er zu 17% eingefroren wird. Und natürlich in Eis umgewandelter Schaden, ne? Also dieser Schaden wird in Eisschaden umgewandelt. Nehmen wir mit, ne? Passt doch. So, jetzt brauchen wir noch einen guten und wir haben das Eisstäbchen fertig. Schauen wir mal. Du siehst, man muss nicht diese hohen immer. Manchmal sind in diesen kleinen. Guck mal, wenn wir jetzt nur den, der jetzt hier angezeigt wird schon, ne? Frosteffekt 30. Anfälligkeit für Einfriereffekt 94%. In Eis umgewandelter Schaden 24%. Das müsste ja jetzt, ja, das kann sein, dass es dieser sogar ist, dann diese 61% von 87%, ne? Dass das eingefroren wird in Eisschaden, also nicht eingefroren wird, in umgewandelt. Du weißt schon, wo ich hin will mit dir. 94%, aber 17% nur einfrieren. Wollen wir mal gucken, ob wir nicht ein bisschen höher, weil 64% hatten wir ja, das ist ja schon eine Menge, ne? Und einfrieren, ich glaube, da können wir noch ein bisschen was suchen, ne? Ansonsten merken wir uns den mal, die 38. Wir gehen mal weiter hier. Ne, das ist plus minus 0 oder sogar 0. 92%, aber ja, bringt ja auch nichts, ne? Ja gut, ja, wir haben hier mehr Schaden jetzt drauf, weil, warte mal, in Eis umgewandelter Schaden ist er nicht so hoch wie direkt Schaden als Eis, ne? Der ist ja höher, siehst du, der ist auf 96,3. Er gibt dieses ja nochmal drauf dann. Also, aber das hier, ich will hier hin. Da brauchen wir noch ein bisschen. 17% ist, glaube ich, zu wenig. Eine Chance zum Einfrieren. Ne? Am besten 100%, dass er einfriert. Das wäre am besten. Frosteffekt, ja. Jetzt haben wir hier 3. Wo ich immer sagte, 3 Affinitäten auf dem Edelstein ist ja gut. Frosteffekt 27. Jetzt haben wir 91% Einfriermöglichkeit, Prozent, ne? In Eis umgewandelter Schaden 18%. Kommen wir auf 64. Schaden aus Eis, als Eis 9,3%. Also Grundschaden hat er jetzt 94,8. 64%, sage ich mal, einen umgewandelten Eisschaden davon, 94, bla bla. Und Frosteffekt hat er ja 91%. Ja, eine Chance, dass wir ihn zu 17% einfrieren. Ist das gut? Ich hätte hier gerne noch mehr. Da hätte ich 30, 40%, das wäre gut, aber kriegen wir das hin? Ich tippe jetzt einfach mal durch. Da haben wir, ne? Siehst du, man braucht nur einfach durchtippen. Einfach schnell. Wenn man nicht suchen will, tippe einfach durch, wenn du weißt, wo du hin willst. Hier hat er wieder 3 Affinitäten. Chance auf Einfrieren 13. Okay, das sind 91%. Das haut doch hin hier jetzt, ne? Anfälligkeit für Einfrieren. 91%. Das macht ja dieser Frosteffekt. Chance auf Einfrieren plus 13. 31%. Natürlich wäre 50% besser. Aber das, pass mal auf, das ändern wir noch ab, glaube ich. Und was hatte Schaden als Eis? 7,5%. Das funktioniert auch. Hier 43% reicht für dieses Gesamtdurchlauf des Magazins, sehe ich so. Grundschaden 93,4. Das würde schon funktionieren. Wir nehmen den erstmal rein. So, jetzt schauen wir uns die einfach mal an. Das passt. Hier hat er 87, glaube ich, nur gehabt. Er hatte schon mehr Schaden. Also Grundschaden in Eisschaden umgewandelter, 43%. 91% Anfälligkeit, dass er eingefroren werden kann. Und wenn er eingefroren werden kann, zu 31%. Also das wäre eigentlich 50% wert. Wir gucken uns den hier nochmal an. Gehen nochmal zurück. Das ist der erste. Frosteffekt. Wenn ich die jetzt wieder runternehme, komme ich hier nur auf 60, 59. Schaden als Eis. Wir dicken einfach mal, wir merken uns den 37er, ne? Den merken wir uns 37, das war der hier. Genau. Wir dicken mal, ob wir hier auf 50% kommen.
Wo waren wir? Der war das nicht. Wir ticken einfach mal durch. Weil das macht was aus hier, wenn wir da höher kommen. Umso mehr Hoffnung haben wir, dass er mit einem Schuss schon fast eingefroren wird. Ne? Das ist das ja, das sagt das ja aus. Das kann dann auch, da 43%. Grundschaden, das relativiert sich. Der hat Chance auf Einfrieren jetzt plus 12, jetzt haben wir 43%. Anfälligkeit für Einfrieren geht auch, da waren wir vorher über 91, jetzt haben wir 83. Funktioniert doch, oder? Und in Eis umgewandelter Schaden 17%. Hier haben wir glatte 50% jetzt. Grundschaden, den legen wir jetzt mal auf. Und jetzt gucken wir uns die mal an. Unsere Edelsteine waren alle in unserem Levelbereich. Also kein 42er, dass wir uns erst hinarbeiten müssten. Das funktioniert, finde ich. Du kannst selbst für dich weitergucken. Es geht ja darum, dass wir verstehen, was bedeutet dieses ganze Gedöns hier. So, und jetzt gehen wir nochmal dahin und schauen uns an, wie wir diese Monster jetzt zum Zerbersten bringen, ne? So, dann wollen wir mal, ne? Den nehmen wir jetzt mal weg da. Mal nachladen. Sonst hauen wir uns den selbst vor die Füße. Und los geht's. Wir wollen ja nur jetzt mal gucken, wie die zerbersten, diese kleinen Monster hier. Wunderbar. Wunderbar. 1. Ja, nachladen ist klar. 2. Weg. Komm. Wunderbar. Ein Schuss. Siehst du das? Ein Schuss. Hat er das Feuer gehabt? Nein. Natürlich ist es ein bisschen gegnerabhängig. Okay. Ja, du bist auch ein guter Gegner. Ein Schuss. Jawohl. Deswegen nehme ich diese Schrotwaffe gerne mit. Wir müssen nun mal dicht dran mit der Schrotwaffe. Das bleibt ja gar nicht aus, das weißt du auch. Und deswegen ist für mich, sag ich mal, der Eisschaden am effektivsten. So, wir gehen zurück. Wie du gesehen hast, die hämmert gut rein, ne? Oder? Also, ich bin damit zufrieden, dass die hat von Haus aus ja nur einen Schaden, den sie hat. Dann ist es eine Schrotstreut. Also der Schaden, den die Waffe im Allgemeinen macht, ist ja immer weniger, als wenn ich jetzt direkt, sage ich mal, ein MG abfeuere oder hier so eine andere schwere Waffe und die zeige ich dir auch noch höchstwahrscheinlich. Das ist doch der Unterschied. Aber dafür, dass dieses Schrotgewehr streut und jetzt auch diese Elite-Gegner 2, Schuss braucht, dann zerschmettern sie, zerbersten die. Finde ich gut. Du hast erstmal einen Anhaltspunkt, falls du da noch gar nicht durchgeblickt hast. Natürlich gibt es unter euch auch welche, die durchblicken. Ich bin auch noch im Lernstadium. Ich passe mich auch mal an. Ich probiere aus. Und ich dachte, ich mache einfach mal das Video, ne, damit wir so ein bisschen alle mal die Richtung kriegen, was die Edelsteine von uns wollen. Und außerdem kann man die Edelsteine ja auch noch verbessern nachher, wenn man die Prüfungen macht. Man kann die Waffen noch verbessern, wenn man die zweiten Prüfungen macht, also Prüfung 3 und 4. Da mache ich jetzt auch die Videos. Die habe ich schon hochgeladen. Die muss ich bloß online machen. Also, es geht voran, ne? So, bis zum nächsten Video. Tschüss.